similarities to real-world dystopian corporate-branded hellscapes are purely coincidental. I'm the Moon Man. You might know me from such business entities as Spacer's Choice or its parent company, Universal Defense Logistics. Yeah, I'm kind of a big deal. But I won't bore you with how I became the galaxy's most beloved and recognizable spokesmoon. You're here to choose options from a menu. Well, have I got menu options for you? Commander, we've been hit by one of those space anomalies. Buddy? And the piloting system is down. Buddy? The astrogator's gears are shot! Get a hold of yourself. You're an Erd Direktorat agent. Affirmative, Commander. What are the orders? Brace for impact. Unable to brace for impact. Is it the end for Commander Zane and Buddy? Tune in next week to find out. From one side of the galaxy to the next, the Erd Direktorat is on your side. Whether against corrupt corporations, tyrannical governments, or corrupt corporations in league with tyrannical governments, the Erd Direktorat is here to fight for the rights of all colonists. So remember, if you or your neighbor's government has turned tyrannical or sold themselves out to greedy corporate interests, just commandeer a skip drone and send the Erd Direktorat an SOS, and we will respond immediately. Please allow 6 months to 10 years, depending on your proximity to the nearest Erd Direktorat base and any unforeseen encounters. So ist in Ordnung. Oh ja, so. Auch okay. Nichts bei mir nicht. Ach. Hier sehe. Okay, dann geht's zum Hit auch. So, wir fangen an mit dem Ex-Streck.
Der Erddirektorat war dir schon immer egal und du warst immer egal, sogar dass man es für das Beste hielt, wenn du einen großen Teil, wenn nicht sogar den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Bei der Not frisst der Teufel Fliegen, also habt ihr einen Deal gemacht, du arbeitest für sie, um deinen Namen reinzuwaschen, oder du nimmst die Beine in die Hand, wenn keiner hinschaut. Okay? Hintergrund zeigt, wer du warst, bevor du dich der Erddirektorat. Hintergründe, okay, da steht Glücksspieler, der große Plan, ha. Weißt, im Universum herrscht blindes Glück und Chaos, auch wenn du meistens auf der Gewinnerseite dieses Chaos gestanden hast. Leider ging diese Glückssträhne zu Ende, als du eine Wette mit einem Agenten verloren, der dich davon überzeugen wollte, dein Geschick darin, Widrigkeiten zu trotzen, in die Dienst der Erddirektorat. Okay? Gesetzbringer, nach einem harten Jugend und einiger Erfahrung mit Gruppenkonzernen bist du dem Erddirektorat beigetreten und hast dein Leben dem Ziel gewidmet, Ordnung in chaotischen Kolonien zu tragen. Du bist ein Held, der Mensch, sie das wollen oder nicht. Mit dem Gesetz ist nicht zu spaßen. Und mit dir auch nicht. Professor. Du hast eine bekannte Größe auf deinem Fachgebiet. Ist deine Vorliebe für Vollkontakt, Archäologie und die Eifersucht deiner Kollegen auf deine Erfolgsquote bei der Bergung längst verloren geglaubte Artefakte dich sowohl einer Feststellung als auch deiner Position gekostet. Glück kommt dir dein Talent im Umgang mit zwielichtigen Elementen der Artefakthandel im Erddirektorat zu. Abtrünnig. Vielleicht hast du dich in deinem Leben wenig um die Gesetze der Kolonie gekümmert, auf denen du gerade tätig warst. Aber dafür wurdest du eben bezahlt. Das ist doch sicher kein Grund für deine Unzufriedenheit, früherer Arbeitgeber dich zu jagen, oder? Der Betritt zum Erddirektor schien eine gute Möglichkeit zu sein, das Problem zu lösen, die aus seiner Karriere entstanden sind. Und der Rumtreiber. Du weißt auch nicht so recht, wie das alles passiert ist. Du wolltest einfach nur einen Job finden, bei dem du deine besonderen Fertigkeiten einsetzen kannst, nämlich keine. Doch nach dem zufälligen Tod eines bekannten Bösewichtes bist du jetzt als knallharter Agent des Erddirektorats bekannt, dem man sich besser nicht anlegen sollte. Du fragst dich oft, ob es bei diesen vielleicht auch einen Job als Kassierer gibt. Okay. Treffling passt nicht, Glücksspieler auch nicht, Gesetzesbringer nie. Ich würde eher sagen, dieser Rumtreiber, das passt am besten zu. So. Eigenschaften. Oh Gott. Negative Eigenschaften bestätigt keine verzeichnet. Du musst keine negativen Eigenschaften auswählen, es sei denn, du möchtest eine zweite optionale positive Eigenschaft sein, okay? Also, kräftig. Du Kraft, kannst große Kraftakte vollbringen. Im Kampf bist du unaufhaltsam. Wenn der Gegner rutscht, genial. Du bist intelligent, kannst Probleme leicht lösen und leicht neue Fertigkeiten anwenden. Während deines Fertigkeitsauswahl kannst du in einer zusätzlichen Fertigkeit deine Stark. 2 Punkte. Helden. Andere folgen dir oft und schauen dir auf. Aufladedauer der Begegnung. Innovativ. Du bist erfinderisch, geschickt und findest immer eine einzige Lösung. Komplizierte Probleme. Du hast die Wege gefunden, um bei der Herstellung effizienter zu sein. Herstellungsanleitung für Munition. Aufgestellte Ressourcen erzeugen zweimal so viel. Okay. Glückspilz. Du hast Glück und die Dinge verlaufen meistens zu deinem Gunsten. Dritte Chance plus Prozent. Bestimmte Gelegenheit stehen nur dir offen. Du bist schnell und geschicklich und kannst bei Schleichen und Kampf schnell bewegen. Du überstehst selbst die tödlichsten Verletzungen. Es braucht mehr als Kampf zu besiegen. Tod wird 3 Sekunden lang verhindert, wenn du das erste Mal in einen Kampf sterben würdest. Mann, du hast eine gute Ausdrucksweise bekommen, Rabatte bei Händlern und kriegst keinen Vergehen. 10% Rabatt auf alle Händler. Kopfgelder muss doppelt so hoch sein wie normal um Dein lustiges Auftreten und deine Schlagfertigkeit machen bei anderen beliebt. Das sind bereits Empfehlungen aus der Ruf bei allen Fraktionen kann niemals niedriger sein als neutral. Du hältst keinen Nachteil, negative Ruf bei einer Fraktion erhalten. Zum Beispiel Aufschläge bei Händlern. Okay.
Ah, okay. Negativer Effekt, du bist schwer zu verstehen und man kann nicht gern mit dir reden, also aggressiv. Andere haben Schwierigkeiten. Dein Ruf bei der Fraktion kann niemals höher sein als neutral. Ja gut. Und man kann dich nicht rekrutieren, weil du so gut planen oder Probleme lösen kannst. Manche Dinge kann einfach nicht lernen. Mit der Fertigkeitsauswahl kannst du 5 oder 12 verfügbare Fertigkeiten verriegeln. Fertigkeiten können nie Punkte hinzugefügt werden. Endlich. Dein Körper ist schwach oder anfällig für Brüche. Endlich. Wert aller Rüstungen wird Innenhärte, Schadensverringerung, Unterhaltung und beim Erkunden hilft die Technik dabei, basierend auf die Runden Wissen von mechanischen Systemen zu agieren. Durch Investieren in die Fertigkeit Technik kannst du Vorteile auswählen, Verteidigung und die Vorteile von Waffen, Helm, Rüstung, Mods weiter verbessern. Mechanische Systeme mit einer Schwierigkeit von gleich oder niedriger als eine Fähigkeitsstufe konzentriert werden. Plus 1% Schadenswiderstand. Warte mal kurz. Ich habe jetzt hier das, das. Weiß auf kränklich. Aus Sprengstoff. Fertigkeit Schaden, der mit Wurfgegenstände wie Granaten und Minen sowie Waffen, die Schaden in einem bestimmten Bereich verursachen, angerichtet wird. Während der Erkundung kannst du damit Objekte wie Minen und Fallen entschärfen. Investieren in die Fertigkeit Sprengstoff kannst du Vorteile auswählen, die die Wirksamkeit von Sprengstoff und Plasmawaffen erhöht. Für jede Stufe von Sprengstoff plus 10% Sprengstoffschaden plus 1% Schadenswiderstand gegen Sprengstoff. Okay, oha, das sind und Fertigkeit beginnt bei Schusswaffen. Fertigkeit Schusswaffen erhöht den Schaden aller Schusswaffen einschließlich der ballistischen Schock, Plasma und Biowaffen. Investieren in die Fertigkeit Schusswaffen einschließen. Vorteile auswählen, die deine Fertigkeit verschiedene Schusswaffen weiter verbessern. Plus 10% Schaden, plus 1%. Fertigkeit Hacken ermöglicht den mechanischen System Kombination Robotereinheiten und Verkaufsautomaten. Investieren in die Fertigkeit Hacken kannst du Vorteile auswählen, indem du Robotereinheiten direkt deaktivieren kannst, dich in Kopfgeldterminals hacken und auf das begrenzte Inventar von Verkaufsautomaten zugreifen. Jede Stufe von Hackenproben gleich deinen Hackenfertigkeiten oder Dinge können bestanden werden. Plus 5% Schaden gegen Robotereinheiten. Führung. Die Führungsfertigkeit erhöht den Schaden und die Überlebenschance deiner Begleiter. Durch das Investieren in die Führung kannst du Vorteile auswählen, durch die Begleitfertigkeiten häufiger nutzen kannst und die allgemeine Effektivität deiner Begleiter verbessert. Jede Stufe plus 8% Begleiterschaden plus 4% Begleiterleben. Schlossknacken. Fertigkeit Schlossknacken ermöglicht dir verschlossene Behältertüren zu öffnen. Investieren in die Fähigkeit Schlossknacker kannst du die Vorteile auswählen, mit denen du Menschen beklaust und ihre Vorschau der Inhalte von verschlossenen Behältern anzeigen lassen. Besser mit der Schwierigkeit gleich oder niedriger als eine Fertigkeitsstufe können geöffnet werden. Plus 1% Ausweichchance. Nahkampfschaden. Fertigkeit Nahkampf erhöht den Schaden mit Nahkampfwaffen. Das Investieren in die Fertigkeit Nahkampf kannst du die Vorteile auswählen, die deine Fertigkeit verschiedener Nahkampfwaffen zu nutzen. Plus 10% Nahkampfschaden, minus 2% erlittener Schaden beim Blocken. Medizin. Fertigkeit Medizin erhöht die maximale Toxizität, wodurch die medizinische Inhalator häufiger genutzt werden kann und eine erhöhte Resistenz gegen eine Cyanurium-Vergiftung besteht. Investieren in die Fertigkeit Medizin kannst du die Vorteile auswählen, die deinen Inhalator weiter verbessern. Vorübergehend Kreaturen zähmen und korrosive Waffen besser nutzen lassen. In Kreaturen. Plus Cent. Absturzschwelle plus 5% Schaden. Beobachtung. Durch die Fähigkeit Beobachtung erhält verdeckte Objekte in der Welt und Verhaltensmuster in
Konversation. Durch die Investieren in die Fertigkeit Beobachtung kannst du Vorteile auswählen, mit denen du mehr Beute findest, Feinde verfolgen und effektive Feinde Schwächen nutzen kannst. Steckdopdecke mit einer Schwierigkeit von gleich oder niedriger Wachsteinchance plus 15%. Wissenschaft. Die Fertigkeit Wissenschaft erhöht deine maximale Gerätenergie, wodurch die Geräte wie taktische Zeitdilation länger nutzen kannst. Investieren in die Fähigkeit Wissenschaft kannst du Vorteile auswählen, die dein Gerät und die Wirksamkeit von Schockwaffen weiter verbessert. Plus 7% Max Geräteenergieleiste plus 10% mehr Stapel von Nebeneffekte, nicht kinetische Schadenszufuhr. Schleichen. Fertigkeit Schleichen erschwert es, Gegner dich zu finden, wenn du dich duckst. Durch Investieren in die Fertigkeit Schleichen kannst du Vorteile auswählen, mit denen du Fallen umgehen und hinterhältige Angriffe ausführen kannst. Plus Schaden durch hinterhältige Angriffe plus 35%, minus 2% NSC Aufmerksamkeitserkennungsrate. Die Rhetorik. Die Rhetorikfähigkeit gibt dir mehr Einfluss auf andere in der Konversation. Durch Investieren in die Rhetorikfertigkeit kannst du Vorteile auswählen, die dir Rabatt bei Händlern einbringen, andere einschüchtern und deinen Ruf bei Fraktionen verbessern. Rhetorikproben mit einer Schwierigkeit oder gleich der niedriger als deine Fertigkeitsstufe können ausgewählt werden. Plus 5% Schaden. Menschen. So. 2 Stück kann ich auswählen. Ich würde Decken und Medizin. Ja. Dann Bericht. Etikett beschäftigt man sich jetzt alle zuvor angegebenen relevanten Informationen überarbeiten oder zum Fortsetzen ab. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen das so. Machen mit einem negativen Effekt, dafür 2 positiv. Sagen, das ist okay. Wie anspruchsvoll soll die Missionsaufgabe eines Agenten der Erd Direktorat sein? Spaziergang. Entscheide dich für diese Möglichkeit, wenn die Story weniger als die Kämpfe ist. Spazieren haben deine Gegner weniger Leben und verursachen weniger Schaden. Normal. Empfohlene Schwierigkeit für den ersten Spieldurchgang. Schwer. Sehr schwer. Wir bleiben bei normal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie Outer Worlds 1 war. War das schwer, das Spiel? Ja, wir bleiben bei normal. Fertig Geheimübertragung wird freigegeben. Who's in charge of the mission? And how did this happen? What? We're recording. Make sure we edit that out. Commander, the reason your instructions have been kept vague until now is that your mission is not only of extreme importance, it is also highly sensitive. Your destination is the source of all skip drive manufacturing, the Arcadian system. However, for reasons that are far above any classification that you qualify for, this colony is outside our jurisdiction. We have recently discovered that the drives are somehow responsible for the dangerous rift anomalies, the tears in the fabric of space itself. And without skip drives, interstellar travel is impossible. No imported snacks, no aether wave cereals, no survival for the colonies. Your mission is to rendezvous with DeVries, our forward agent, and assist her in retrieving the information needed to determine exactly how the skip drives cause the rift anomalies. But please try to be more discreet than usual, because if you or any member of your team are captured, you will be on your own. There will be no rescue. We cannot afford for this to turn into yet another intergalactic incident. Agent DeVries will be contacting you shortly to coordinate your plan of action. Please follow it for once, will you? Look, let's be honest here. You somehow managed to fumble your way through these things successfully. Let's just hope you're able to pull it off one more time. Hauptmenü an. Deutsch.
Erstmal mit den Leuten reden. Hey, was haben wir denn hier? Menü auf. Karte. Commander, hey, got a moment? Hi, Agent Pascal told me to bring you your new model tactical time dilation device. They say these newfangled ones cause no, that ain't right. 10.25% less brain damage than the old ones. Yeah, impressive, huh? Way it seems to make everything move slower still feels a little weird to me, but they tell me I'll get used to it. They say the way it works is like, well, you know how parts of your brain can become damaged if you're in suspended animation too long? It kind of does the same thing. Oh no, they don't simulate it. It's the real McCoy. The lab coats swear it's perfectly safe. Science is amazing, ain't it? Listen to me, rambling on. So, well, anyway, here you go. Look, Commander, truth be told, I asked to deliver it to you. I was just hoping to get a moment to ask you for a pointer or two, you know, on how to be a great agent like yourself. Because, well, you're a legend. And the other agents, well, let's just say they disagree on just how I should go about it. Well, Pascal likes to joke around, but I think she's being sincere when she says it's all about looking out for the people who can't defend themselves. Sandoval says he's got no time for weakness. He says we gotta save people because they're too stupid to save themselves, and that we have righteousness on our side. And Jepson, well, you know him, he don't talk much. So, what do you think? Yeah, there's some advice worth taking to heart. Anyway, thanks for giving me the time of day. Most superiors wouldn't. Oh, I almost plumb forgot to tell you. It's near time for Agent DeVries to establish contact. She's like you, top tier, one of the Erd Direktorat's best. I know you'll like her. Anyway, we ought to be getting down to the main room and open up the channel. Call should come through at the console. To open the channel to start the meeting with Agent Commander, your credentials are required to open the channel with Agent DeVries. Yours are currently located in your cabin. Don't worry. Your cabin door appears jammed, Commander. I've made an internal note for Agent Abon. Wunderbar. Nichts. Hörze und irgendwas. Wow. Whoa, that's sure faster than taking the stairs.
Commander, considering the danger and consequence of the mission we're about to undertake, I hope you'll forgive the lack of pleasantries. Arcadia is ruled by a dictatorship that calls itself the Protectorate. They are beyond secretive. However, it is their inability to even imagine that someone could infiltrate their system that has given us an advantage. One I've found a way to exploit spectacularly. As unbelievable as it may sound, once you make your way to my location in the Skip Labs, we will be liberating an unsealed Skip core. Really? You're seriously unaware that if you try to unseal a skip drive, they explode? Doesn't matter. It's a lie anyway. The explosive seals aren't necessary for them to function. They're really just there to conceal the inner workings of the drive so no one else can duplicate them. Examining an unsealed one will be invaluable in helping our lab coats figure out how they cause the rifts. But you'll first need to make your way to the station proper from the landing pad. Hopefully none. Our mission's timing is fortuitous. Most of the sector's security was reassigned to the far side of the station in preparation for the imminent visit of their sovereign's family. They decommissioned several landing pads, including ours, to give them fewer points of entry to guard, giving us fewer chances to be intercepted. You'll just need to reroute power to open the door to the sector once you've landed. Once you gain access to the sector, you'll need to shut down their communications to keep them from alerting anyone to our presence. Then, you'll need to handle their combat mechs. Likely you'd need to find a control terminal to access. If you can, though, shutting them down before they even know you're there is advisable. They're relentless and well-armored. I've managed to leave caches of tools and intel for you throughout the sector. I'd take advantage of all of them, were I you. This may sound simple, but I cannot stress this enough. Do not underestimate the danger we face. Come on, Agent. Haven't you heard? We're the best and brightest. We infiltrate corrupt governments before breakfast most days. Do you think this is some kind of joke? The Protectorate are the worst of the worst and will not hesitate to string you up if you're caught, if you're lucky. They think nothing of regularly chemically lobotomizing their own subjects for even the slightest error. Your life isn't the only one at risk here. Don't tell me to calm down. You know what I've sacrificed? What I'm prepared to sacrifice still? I've spent the better part of a year laying the groundwork for this mission. I don't need a team led by some confused fool more suited to running a cash register than a secret mission fouling it up. For now, unlike you or your team, I am a professional. Whether I like it or not, you are the commanding officer here. My personal feelings will not impede our mission. I need to go now. My absence will be noticed soon. Once you land, I'll patch in over comms and guide you through the sector. Augustine! I mean, Agent DeFreeze. I just wanted to say we're all looking forward to working with you. Who? Niles? Is that you? Law, what are you doing here? It's been so long. I'm an agent. First assignment. Suppose I look a mic different now. Less grease. Oh, and no more smelling like fuel neither. Most days. Can't wait to see you once this is over, Agent. And good luck. Same to you, Ibarra. DeVries out. Navigator's warmed up in the cockpit, Commander. Whenever you're ready to fly us in. Apologies for all that back there with DeVries, Commander. Appreciate you sticking up for me all the same. But what was that all about? I was just offering up reassurances and Super Agent Extraordinaire DeVries lost her head. A crack from me shouldn't have brought that on. This whole mission, there's something off. I mean, Law. We'd not even heard tell of this colony before, and they're the only ones manufacturing skip drives? How's that possible? Even the Erd Direktorat? You've been talking to Sandoval too much, sounds like.
Seriously though, us sneaking around on a mission of such import just don't sit right with me. We're the Erd Direktorat, Void, damn it. When we arrive, everyone should know it. Uh-oh. The guilty should be soiling themselves, throwing themselves on our mercy. And just how is it any colony can be outside our jurisdiction? Don't make no sense. Any fool could see that, even Sandoval. Nothing, if you don't take his unwavering belief in our righteousness and his refusal to think for himself seriously. I personally find him hilarious, truth be told. And there's no one I'd rather have backing me up in a fight. He can shoot the head off any local indigenous gnat-like insects at 100 meters. For what it's worth, Commander, I appreciated how you tried to smooth things over with DeVries back there, but Pascal needs to get her head right if our team's to operate smoothly. Not sure what DeVries was getting on about, though. She wasn't such a respected agent. I might just have taken offense on your behalf.